645.000 Reichsmark für einen Tiger. Mensch, da ist meine 100 € Limited Edition von Kobi ja fast ein Schnapper. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, es gibt eine neue Limited Edition aus dem Hause Kobi. Natürlich wieder ein Tiger, denn wir haben dieses Jahr das Jahr der Tiger gefühlt bei Kobi. Das bin ich auch nicht müde zu sagen, denn es kommen ja noch zwei weitere. Wir hatten quasi innerhalb der letzten 12 Monate den großen 1:12 Tiger. Und wer weiß, was da alles noch so kommt bei Kobi. Weiß man ja nie, aber eins wissen wir, Tiger müssen sich gut verkaufen. Und da wir jetzt fast Sommer haben, passt es ja wie die Faust aufs Auge, dass wir einen Tiger in Wintertarn bekommen, in Weiß und Graphit, die 2586, 1330 Steinchen, ein weißgrauer Panzer mit Schnorchel. Freunde, kommt mit mir jetzt auf den Bautisch, dann schauen wir uns den Inhalt dieses Sets genauer an und ich freue mich, euch nachher dann mal wieder ein paar Fakten präsentieren zu dürfen. Kobi hat das Jahr der Tiger eingeläutet und den ersten Vertreter haben wir hier auf den Bautisch und da es ja bald Sommer wird, kriegen wir eine Schneetarn-Version. Den Panzerkampfwagen 6, den Tiger bzw. den Tiger 1 in der Ausführung H1, das Set 2586. Und wenn wir von einem Tiger sprechen, kann das Set nur aus der Historical Collection World War II sein, in der Limited Edition 1330 Steinchen schwer mit 2 Minifiguren. Und was sich hier alles drin verbirgt bei diesem Set im Maßstab 1:28, schauen wir uns auf der Rückseite an. Ihr könnt natürlich wie immer raten, welche Nummer bei mir auf dem Zertifikat steht. Schreibt das jetzt schon mal bitte in die Kommentare. Am Ende wissen wir es, wer hier richtig geraten hat. Wir haben schön viele Drucke, wir sehen es zum Beispiel zum ersten Mal hier so Drucke auf den Rädern, das gefällt mir. Wir kriegen eine ganze Menge an Interieur, das wir bauen können, da bin ich sehr gespannt. Und natürlich wieder einen Maybach Motor, ein cooles Straßenschild und wir können zwei Versionen bauen, nämlich einmal hier mit so einem improvisierten Kanister hinten dran oder mit den Standardkanister bzw. mit einem Schnorchel für die Durchwartung von Gewässern. Wir haben zwei Minifiguren und eine davon hat auch eine PPSH 41, eine sowjetische Beutewaffe sowie hier so eine Russenfellmütze. Ich bin echt gespannt, was sich hier drin verbirgt. Wir haben ja 1330 schöne Kobi-Steine und die schauen wir uns jetzt einmal an. Ja, Freunde, da haben wir eine Menge cooler Kobi-Steine. Und schaut mal, cooler, bedruckter Kobi-Steine hier auf dem Bautisch liegen. Wir haben eine kleine Minitüte mit Tubes, eine Tüte 1, eine Tüte 2 und eine Tüte 3 sowie das Zertifikat. Aber Freunde, das heben wir uns auf bis zum Review. Könnt ihr ja immer noch weiter raten, welche Nummer. Und natürlich die Anleitung hier in DIN A4, richtig schwer, klammergebunden, schon im Hochglanzformat gedruckt, richtig cool. Wir haben diese drei Tüten, die packen wir mal an die Seite, denn ich möchte euch natürlich die Kobi-Anleitung ein wenig erklären, beziehungsweise wollen wir sie uns anschauen. Wir sehen schon hier, das ist kein Spielset, ab 10 Jahren ist hier die Altersempfehlung. Wir sehen, dass wir mit der Bautüte 1 anfangen. Die reißen wir auf und sortieren sie, wie ihr das wollt, nach Farben, Formen, bedruckt. Wie ihr das möchtet, macht euch Häufchen, Schälchen. Das ist ganz euch überlassen. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, dass bei Kobi-Anleitung immer der aktuelle Baustep hier farblich hervorgehoben ist. Wir sehen hier, der erste ist farblich, beim zweiten ist dann der aktuelle farblich und der erste ausgegraut. Wir haben immer Legenden, damit wir wissen, was für Brackets, was für Achsen, was für Slopes, was für Wedges wir brauchen. Und in diesen Rechtecken sehen wir immer, welche Steine wir zum Klemmen in dem jeweiligen Baustep brauchen. Pfeile weisen uns oft den Weg und wir haben zwar hier die Tüte 1, aber ihr seht keine Seitenzahlen. Das heißt, wir arbeiten hier von Bauschritt zu Bauschritt, von Tüte zu Tüte. Wir haben immer so kleine Veilchen, das habe ich euch gerade schon gesagt. Aber wir haben auch kleine Anlegehilfen, damit wir gar nicht die Noppen unterhalb der Fliesen zählen müssen. Und fertig sind wir dann nach einer Menge Geklemme mit dem Baustep 247, wenn wir den Maybach Motor versenken hinten im Heck unseres Tigers.
Diese Steine haben wir alle in den Tüten, sollten wir auf jeden Fall in den Tüten haben. Wenn nicht, könnt ihr es gleich hier unten bei Kobi auf der Webseite monieren. Und es gibt auch seit neuestem immer, das finde ich ganz cool, kleine Zusammenbauhilfen für die Minifiguren. Und ja, ein bisschen Werbung gibt es auch bei Kobi. Schaut mal auf dem i. Ich kann euch sagen, dass ich 50% dieser Fahrzeuge schon gebaut habe. Schaut einfach hier oben auf meiner Kobi-Playlist. Da findet ihr diese. Das ging jetzt relativ schnell, Freunde, aber ich habe halt richtig Bock, dieses Fahrzeug zu klemmen. Hier wird es nämlich ab und zu ganz warm in meinem Baustudio und dann ist doch so ein Winterpanzer eine gelungene Abkühlung. Was meint ihr? Ich gebe euch jetzt schöne Fakten und wünsche euch viel Spaß dabei und ich bin etwas uneigennützig. Ich wünsche mir jetzt viel Spaß beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbit-Zeit ist Faktenzeit und natürlich könnte ich mit euch heute über den Tiger 1 sprechen und euch über dieses Fahrzeug Fakten erzählen. Aber da möchte ich euch doch lieber mein vergangenes Tiger-Video auch thematisch drehend um eine Limited Edition ans Herz legen. Dort hat nämlich der liebe Sascha von Barkhafts euch extra ein paar Fakten zum Tiger rausgesucht. Das Video verlinke ich euch unter diesem Video. Wir sprechen aber heute über die schweren Panzerabteilungen im Zweiten Weltkrieg der deutschen Armee, denn die Tiger 1 Fahrzeuge waren ja meistens in diesen Abteilungen zusammengefasst. Die schweren Panzerabteilungen waren in der Zeit des Zweiten Weltkriegs deutsche Panzerkampfverbände in Bataillonsstärke, die als Teil der Panzertruppe typischerweise an den Schwerpunkten von Offensiven und Abwehrkämpfen zum Einsatz kamen. Es handelte sich um selbstständige Einheiten mit eigener Organisation von Instandsetzung, Munitions- und Kraftstoffversorgung, die mit schweren Kampfpanzer der Typen Tiger und Tiger II ausgestattet waren. Diese Abteilungen spielten eine entscheidende Rolle in verschiedenen Schlachten und waren für ihre Feuerkraft, Flexibilität und Panzerung berüchtigt. Die ersten schweren Panzerabteilungen wurden im Jahr 1942 aufgestellt, beginnend mit der 501. Schweren Panzerabteilung. Ziel war es, durch die Bündelung schwerer Panzer in einzelnen Abteilungen eine schlagkräftige Reserve zu schaffen, die flexibel an den Brennpunkten der Front eingesetzt werden konnte. Insgesamt wurden numerisch fortlaufend bis zur 510. Schwere Panzerabteilung für das deutsche Heer aufgestellt. Die schweren Panzerabteilungen waren selbstständige Verbände, welche wie erwähnt der Schwerpunktbildung dienten. Der Tiger galt dabei als Durchbruchswaffe. Die schweren Panzer sollten die Verteidigung des Gegners durchstoßen und so den nachrückenden Verbänden das Weiterkommen ermöglichen. Dafür wurden die Abteilungen temporär Großverbänden, meistens einen Armeekorps, zugewiesen und einer Division unterstellt. Nachteilig an dieser nur kurzzeitigen Unterstellung war, dass die übergeordneten Verbände kaum Verständnis für den hohen Instandsetzungsbedarf der defektanfälligen Tiger aufbrachten und die Abteilung logistisch nur nachgeordnet unterstützten, da man sie nicht als divisionseigene Einheiten betrachtete. Wie die Einsatzstatistik zeigt, verzeichneten die Tigerpanzer mehr Verluste durch Selbstzerstörung, Defekte oder sonstige Gründe als durch direkte Feindeinwirkungen, was auf die technische Unzuverlässigkeit, die eingeschränkte Mobilität und fehlende geeignete Bergemittel der Verbände für diese schweren Panzer zurückzuführen ist. Jede Abteilung war in der Regel in 3 Kompanien gegliedert und verfügte über etwa 45 Panzer. Jede Abteilung war in der Regel in 3 Kompanien gegliedert und verfügte über etwa 45 Panzer. Die erste Kompanie war oft mit den Panzer 6 Tiger I ausgestattet, während spätere Abteilungen durch den fortschrittlichen Panzer 6 Tiger II, im Volksmund auch Königstiger, ausgestattet waren. Der Tiger I, offiziell als Panzerkampfwagen 6 Tiger bekannt, wog rund 57 Tonnen und war mit einer 88 mm Kanone ausgestattet, die für ihre Durchschlagskraft bekannt war. Der Panzer hatte eine Besatzung von 5 Mann und eine Panzerung von bis zu 100 mm Dicke. Der Tiger II, der ab 1944 eingeführt wurde, wog sogar 68 Tonnen und hatte eine noch stärkere Panzerung und eine verbesserte Version der 88 mm Kanone. Diese Panzer waren technologische Meisterwerke ihrer Zeit, hatten aber auch mit technischen Zuverlässigkeitsproblemen
und enormen Produktionskosten zu kämpfen. Über die logistischen Probleme wollen wir hier gar nicht reden. Die schweren Panzerabteilungen wurden an allen Fronten des Krieges eingesetzt, von der Ostfront über die Westfront bis hin zum Nordafrika-Feldzug. Einige der bekanntesten Einsätze waren die Schlacht von Kursk im Juli 1943, die als größte Panzerschlacht der Geschichte allgemein gilt, und die Ardennenoffensive im Dezember 1944, wo die schweren Panzerabteilungen eine Schlüsselrolle spielten. Trotz ihrer Stärke waren die schweren Panzerabteilungen jedoch nicht in der Lage, den Kriegsverlauf entscheidend zu beeinflussen, vor allem aufgrund der zahlenmäßigen Überlegenheit der Alliierten und der logistischen Herausforderungen. Die Verluste in den schweren Panzerabteilungen waren oft hoch, sowohl durch Feindbeschuss als auch durch technische Ausfälle. Insgesamt wurden etwa 1347 Tiger I und 492 Tiger II produziert. Diese Zahlen waren im Vergleich zur Produktionszahlen alliierter Panzer wie des sowjetischen T-34 oder des amerikanischen M4 Sherman relativ gering. Die hohe Wartungsintensivität und der große Kraftstoffverbrauch dieser Panzer machten ihren Einsatz zudem logistisch anspruchsvoll. Quantität über Qualität kann man hier, glaube ich, so als Überschrift über diesen kleinen Teil meines Textes eigentlich legen. Die schweren Panzerabteilungen der Wehrmacht waren beeindruckende Einheiten, die auf dem Schlachtfeld durch ihre mächtigen Panzer auffielen. Jedoch konnten sie den Ausgang des Krieges nicht zugunsten Deutschlands wenden. Ihre Geschichte ist trotzdem, gerade hier auch durch meinen Text und des Kobi-Sets, ein faszinierendes Beispiel für den Einsatz von Technologie in der Kriegsführung und die Grenzen, die durch fortschrittliche Waffensysteme gesetzt sind. Ja, Freunde, mal ein etwas anderer Text. Ich finde es immer wieder interessant, über solche taktischen Eigenarten, über Verbände oder auch Gliederung von Verbänden und die Einsatzorte zu recherchieren, aber da kommen wir gleich drauf, denn ich habe da einiges zu erzählen beim Review des Kobi-Sets in der Limited Edition unseres Tiger I des Kobi-Sets 2586. Freunde, ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Nach 4 Stunden Bauzeit steht er da, unser Tiger I in der Ausführung H1 aus dem Hause Kobi, die aktuelle Limited Edition, die 2586. Und ich habe euch mal zum Vergleich hier die letzte Tiger Limited Edition aus dem Hause Kobi daneben gestellt, nämlich die 2537 bzw. als Normalversion wäre es die 2538. Hier haben wir 840 Steinchen, ich habe jetzt mal die Figuren weggelassen, die dabei gewesen sind, und hier 1330. Dafür natürlich hier die Figuren und unser extra Zubehör. Und wir können jetzt ja mal hier das Geheimnis lüften. Welche Nummer habe ich bekommen auf dem Zertifikat? Ihr seht es hier, die 598. Da ich es für euch baue, ist mir das hier auch als Sammler nicht mehr wichtig, wie hoch die Nummer ist. Ich weiß aber für viele andere da draußen, je niedriger und je weniger Stellen, desto besser. Glückwunsch an alle, die sich das so erfüllen konnten. Ja, ich bin froh, dieses Set bekommen zu haben. Gehen wir mal ein bisschen auf die Details ein, so bevor wir tiefer, so richtige Details gehen vom Panzer, nämlich das Drumherum. Ich habe leider einen Fehlteil gehabt, und zwar schon bei diesem Wegweiser. Ihr habt es vielleicht gesehen im Video, dass ich sehr lange am Wegweiser rumgedoktert habe, denn mir fehlte hier ein Stab, der etwas länger sein müsste. Den werde ich bei Kobi leider monieren müssen. Ich hatte Gott sei Dank noch etwas über hier bei dem Set, nämlich so einen kleinen Stab, der hier drin steckt. Da seht ihr ihn. So, der war noch über. Den konnte ich hier reinstecken, dann hat es auch gepasst. Ich zeige euch mal hier rechts ein Originalfoto dieses Wegweisers, der wohl in der Nähe von Leningrad, ihr seht es hier, also im Norden der Front, damals in der Sowjetunion stand. Ich finde ihn ziemlich cool. Ich habe das so ein bisschen verortet, das kann man ja an den Ortschaften hier, nämlich an Volossowowa oder so ähnlich. Da kann man gucken, wo ungefähr dieser Wegweiser stand. Und rechts seht ihr halt auch ein Originalfoto aus der damaligen Zeit. Was ich so grob sagen kann, ist, dass dieser Wegweiser überhaupt nichts zu tun hat mit unserem Tiger. Denn der Tiger müsste eigentlich eher in der Ukraine bzw. in der Heeresgruppe Mitte irgendwo eingesetzt worden sein, beziehungsweise im Süden, nicht halt hier im Norden.
Was ich cool finde, ist halt dieses Hexagon-Teil von Kobi, diese Hexagon-Jumper-Plate. Die ist cool, da hätte ich gerne mehr von. Dann könnte man wirklich überlegen, so ein kleines Kobi-Tabletop mit diesen Plates zu machen. Finde ich richtig cool. Also an sich ist das Schild cool. Ich meine aber, es passt halt nicht so zum Panzer. Aber das ist ja auch hier Kreativität, wie man das möchte. Denn Kobi hat sonst beim Panzer einiges sehr gut gemacht, zeige ich euch aber gleich. Schild, wie gesagt, an sich top, passt nur nicht halt hier zum Fahrzeug. Ja, schauen wir uns die Figuren an. Wir haben hier unseren Lancer mit dieser berühmten Winterfellmütze, die die Wehrmacht ja auch dann nachgebaut hat, nämlich angelehnt an die Uschanka, diese berühmte, ja, man würde jetzt sagen sowjetische Wintermütze. Das stimmt aber nicht ganz. Es ist eher eine russische Wintermütze, die von der Weißen Armee im russischen Bürgerkrieg erfunden wurde, dann von der Sowjetunion eigentlich nicht benutzt. Die Finnen haben im Winterkrieg diese schon getragen und daraufhin hat die Sowjetunion diese eingeführt. Und ich glaube, Russland hat sie auch irgendwie in den 2000ern wieder ausgeführt, also sie wird nicht mehr getragen. Cool finde ich halt hier die russische Maschinenpistole, dann die Stielhandgranate. Wir sehen auch, dass der Herr hier sich schön warm eingepackt hat. Übrigens, die nachgebauten Mützen der Wehrmacht waren aus Kaninchenfell. Schön bedruckt der Torso, ihr seht ihn rechts groß. Hinten auch bedruckt hier mit so einer quasi angedeuteten Neckermann Wintertarn Wechseljacke. Wir sehen die Koppel, auch hier unten dann den Brotbeutel, glaube ich. Richtig schöne Figur. Dem Herr ist kalt, deswegen guckt er so böse. Und ach hier hinten ja auch Gasmaskenbehälter und Wasserflasche. Also eine tolle Figur. Dann haben wir natürlich hier unseren Panzer. Nenne ich Kommandanten, das weiß ich nicht, aber die Panzerbesatzung, der Herr, hat so ein bisschen rosa Wänkchen, auch weil der Fahrtwind ihn halt im Gesicht tangiert. Wir sehen hier oben das rosa Zeichen oder die rosa abgesetzte Kokarde im Dreieck. Die rosa, oder nicht die rosa, sondern das rosa ist ja die Farbe der Panzersoldaten bei der Wehrmacht gewesen. Kommt von den Husaren von früher und auch bei der Bundeswehr war rosa oder ist rosa das Zeichen der Panzer. Wir sehen hier schön bedruckt mit Kordeln, mit Pistole und hier sein Dienstglas. Und wir haben auch wieder hier, ähnlich wie bei der anderen Figur, schwarze Hose mit dann eigenen Schuhen und auch hier hinten bedruckt die Kapuze, der Rücken, richtig cool und natürlich sein Funkgerät für die Kommunikation. Also wirklich tolle Figuren. Dann haben wir eine ganze Menge Steine über, weil man diesen Panzer ja mit einem anderen Kasten am Turm noch bauen konnte, nämlich den sogenannten Rommelkasten. Das war der Kasten angelehnt an den Panzer 3, diese 2-in-1-Version. Die baue ich euch für die Fotoshow nochmal. Ich habe jetzt hier den Tiger so in seiner ursprünglichen Form gebaut mit den normalen Kasten. Bei den Fotos seht ihr dann aber beide Varianten. Ich habe mir natürlich das Fahrzeug nicht zweimal kaufen können, auch wenn ich es gern hätte. Aber auch bei mir ist natürlich die Frage immer, wie man es sich finanziell leisten kann. Und hier ist übrigens noch der Helm dabei für den Soldaten hier unten rechts. Mein kleinen, beziehungsweise links für euch, mein kleines Wintermännchen hier. Könnte man halt auch mit Stahlhelm ausrüsten, aber ich finde diese Mütze hier eigentlich ziemlich cool für die Figur, deswegen bleibt die so. Und diese Steine gehen halt dann auf Reserve, ist halt schon eine ganze Menge halt. Wie gesagt, ist für den zweiten Turmkasten, beziehungsweise die zweite Variante, seht ihr dann gleich bei den Bildern nach diesem Review. Ja, dann haben wir den Schnorchel, der ja wirklich für Tiefwartfähigkeit bzw. für Flussdurchquerung genutzt wurde. Es gibt da tolle Bilder. Ich kann euch da wirklich das Buch aus dem Motorbuchverlag zum Tiger und seine Abarten empfehlen. Ich habe eine sehr, sehr alte Variante, da hat man aber sehr viele Schwarz-Weiß-Bilder. Richtig cool. Und dieser Schnorchel bzw. die Luftzuführung für den Motor wurde teleskopmäßig eingeklappt und hinten im Motor sogar verstaut. Also richtig cool, dass man das hier mit einer Jumperplate nachrüsten kann, wenn man hier eine Flussdurchquerung nachstellen möchte. Und dann natürlich haben wir den das Typenschild gelasert. Ich stelle es mal kurz scharf mit meiner Nummer hier, die 598. Kennen wir auf so einer Hinge bei Kobi. Und natürlich hier für unseren Maybach-Motor, den berühmten HL 210, auch die Plate, die Jumper Plate, dass wir ihn da drauf buxieren können. Gucken wir noch einmal kurz in die Anleitung. Ich habe da zwei Sachen markiert, das möchte ich euch zeigen. Das habt ihr vielleicht gesehen, auch beim Speedbild, das mache ich jetzt immer. Hier dann gleich meine Post-its rausholen, damit ich euch zeigen kann, was ich mit euch besprechen möchte.
Und das ist eigentlich nur Kleinigkeiten. Ich finde, man kann hier sehr schlecht erkennen beim Baustep 117 zum Beispiel. Hier sieht man es, dass wir hier einmal Metallic-Steinchen benutzen und dann Light Bluish Gray. Und die Metallic-Steinchen sind diese hier oben. Das sind die Metallic-Steinchen, diese abgerundeten Roundplates, sag ich mal so die Hälfte. Und hier unten diese Negativ-Jumper. Das ist Light Bluish Gray. Ich finde, das kann man sehr schlecht erkennen. Wenn man die Steine bei sich auf dem Bautisch hat, dann geht es. Und dann habe ich hier noch was markiert. Machen wir es kurz auf. So. Da weiß ich gar nicht genau, warum ich es markiert habe. Ich glaube, es war auch die Ersichtlichkeit der Farben. Das ist so ein bisschen das Punkt der Punkt bei dieser Anleitung, dass ich hier auch ein bisschen das nicht so ganz verstanden habe. Beziehungsweise, was hier auch lustig ist, dass wir ja zwei verschiedene Turmvarianten bauen. Immer oben, unten, aber hier dann übergehen, wo wir A und B dann wieder Gemeinsamkeiten haben. Das ist auch so relativ neu bei Kobi. Da muss man ja erstmal drauf achten, dass wir halt die ganze Zeit hier unten A, B bauen, also die verschiedenen Varianten. Ihr seht hier dieser Rommelkasten, was ich euch gesagt habe, eher Panzer 3 und hier unten dann eher Tiger. Und dann hier am Baustep 208 wieder AB ein Baustep ist, der wieder alles zusammenführt. Das so als kleiner Hinweis für euch. Sonst die Anleitung wirklich gut zu bauen, kann man schön wegklemmen. Kommen wir jetzt aber natürlich hier zu unserem Fahrzeug. Es rollt eigentlich sehr gut, ist bei mir immer sehr schwierig hier auf meiner glatten Oberfläche. Ich schiebe mal hier alles zur Seite, außer den Schnorchel, den brauchen wir gleich noch. Ihr seht, das Fahrzeug ist fast genauso groß oder eigentlich genauso groß wie der alte Tiger in Anführungszeichen. Natürlich haben wir hier ein gebautes Tarnmuster. Auch das ist so ein bisschen, wenn ich überlege, dieser Panzer der 503. schweren Panzerabteilung 123, die 1 ist ja ersichtlich das Fahrzeug der 1. Kompanie, ist, wie gesagt, eher im Mittel bis Süden eingesetzt worden. Und auch gibt es Bilder von Wintertalung dieses Fahrzeugs, aber eher, dass es ein graues Fahrzeug war, oder beige, auf Schwarz-Weiß-Fotos kann man es nicht erkennen, das dann aber fast großflächig weiß gewalzt wurde. Ich verlinke euch die Bilder unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr mal nachschauen zu einem Flickr-Account, der diese Bilder hat. Ich möchte die aus urheberrechtlichen Gründen nicht hier einblenden, aber guckt mal unten, da seht ihr, dass hier diese Lackierung wohl nicht ganz passt. Das müsste eine späte Lackierung sein, trotzdem sieht es ja ziemlich cool aus. Wir haben viele Details, hier die Drucke, diese 1, 2, 3, wir haben die angedeuteten Luken. Wir haben hier vorne die Luke für den Fahrer, ganz cool. Wir haben am Turm hier Drucke, 2 Plates, richtig gut gemacht. Generell die Blende der Kanone ist richtig schön gelöst. Wir haben hier oben ein Visier bzw. Teleskop und hier die Nahkampfluke, auch schön gemacht, bedruckt. Und hier natürlich auch wieder die 1, 2, 3, sowie links wie rechts das Balkenkreuz. Und auch hier hinter den Nebeltöpfen haben wir das Tarnmuster bedruckt. Und dann von hinten hier quasi die Kurbel zum Starten. Also richtig, richtig toll, dieses Fahrzeug. Hier kommt dann der Schnorchel drauf, das können wir austauschen, dann haben wir unseren Schnorchel. Aber das absolute Highlight des Fahrzeugs ist natürlich, achso, während wir hier natürlich auch wieder richtig tolle Steine in Metallic haben. Nein, das Highlight des Fahrzeugs ist natürlich, dass wir den Turm so rausnehmen können, Freunde. Richtig gut. Und bevor wir auf den Turm eingehen, es wird ein längeres Review, weil dieses Set einfach toll ist und weil es viele Details hat, möchte ich euch zeigen, dass wir hier in den Innenraum gucken können. Und ich meine, dass es sogar relativ authentisch ist. Wir haben hier unten diese bedruckten Fliesen, das sind die Batterien. Wir haben hier drinnen die Kardanwelle, beziehungsweise wenn es nicht die Kardanwelle ist, dann sind es auf jeden Fall die Anleitungen und Leitungen für die Lenzpumpen. Und wir haben hier links wie rechts auf beiden Seiten, oben und unten, haben wir hier Munition gelagert für unseren Tiger. Und das hier sieht so ein bisschen aus wie ja eine Verlängerung des Antriebes, des Turmantriebes oder der Feuerlöschanlage, denn dieses Fahrzeug hatte ja auch schon eine Feuerlöschanlage, soweit ich weiß. Also richtig cool, schön gemacht. Hier so detailreich den Unterbau unseres Tigers. Dann haben wir hier ein Silber-Metallic-Teil, das so ein bisschen aussieht wie Essgeschirr von oben. Wir haben die Luken, die wir aufmachen können, sogar mit Noppen. Da können wir Figuren reinpacken. Hier auf der anderen Seite genau das gleiche. Also da haben wir Noppen, können wir die Figuren reinpacken. Und wir haben natürlich wieder sehr detailliert hier hinten die Motorklappe, wo wir unseren Maybach-Motor drin haben. Und das
ist ein Schätzchen. Ich habe schon viele Motoren von Kubi jetzt gebaut, viele Maybach-Motoren, aber der ist richtig klasse mit diesen Felgen, die dann so aussehen wie die Zylinderdeckel. Richtig, richtig cool. Also echt Hammer. Und auch nicht so labberig wie bei den anderen Fahrzeugen, wo wir jetzt so die Motorklappen bauen konnten. Geht richtig schwer. Von daher bleibt sie auch zu, das gefällt mir. Wir können natürlich auch den Motor gleich rausholen, zeige ich euch. Highlight aber natürlich auch noch hier unsere bedruckten Räder, die hier diesen Wintertarn wiedergeben. Das gefällt mir. Auch hier vorne der weiße Kranz. Das kennen wir ja auch jetzt von den neueren Panzern bei Kubi. Aber das hier ist richtig cool. Und vor allen Dingen, was ich auch noch cool finde, und dafür nehme ich mal die Ketten ab, beziehungsweise nehme ich es mal auseinander, da kann die Kamera trotzdem ruhig scharf drauf schauen, ist nämlich hier, zack, wir nehmen es auseinander und wir haben so gefühlt ein richtiges Schachtellaufwerk, aber nur gefühlt, weil ihr seht es hier, wir haben 2 Reihen so, aber trotzdem haben wir ja fast 3 Reihen Räder, also es geht in die richtige Richtung, mir gefällt es und ich wollte euch von unten auch diese typische Kubi liegende Bauweise mit den Brackets zeigen, die wir jetzt ja immer mehr bei Kubi Panzern haben. Also mir gefällt das richtig gut. So, da kann die Kette auch ruhig mal ab. Schneller Kette abgezogen als in Wirklichkeit. Also mir gefällt das. Auch hier dieses Brotdosenteil und dieses Metallic-Thema. Richtig, richtig schön. Sowie die Schläuche und die Ketten. Und jetzt nehmen wir den Motor einmal raus. Ihr seht das hier. Wir müssen so ein bisschen gucken. So, zack. Das ist mit den Schläuchen. Hier muss man sie abmachen, weil die Schläuche halt hier rüber gehen. Und hier auch. Damit kann ich aber leben. So, weil ich euch einfach diesen Detail dieses Motors zeigen wollte. Wir sehen hier die Kühlung, also richtig cool, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und da seht ihr auch das, was ich meine. Hier haben wir die Metallic-Steine, als ich eben gerade über die Anleitung gesprochen habe, gefällt mir die Lüftung, die Kühlung, richtig cool. Und jetzt muss ich gucken, dass ich den Motor rauskriege. Er hängt ja nur an 2 Noppen und den muss man dann immer so ein bisschen kippen. Das ist ja bei Kubi, bei den Wehrmachtspanzern immer so. Ich glaube, man kann sogar hier noch was abnehmen, genau so. Und dann kommen wir da an den Motor ran. Zack. Ist jetzt vielleicht hier ein bisschen blöd, weil ich so auseinandernehme. Da übrigens hinten gelöst, diese Schräge mit dem Hinge. Aber dafür hat man halt auch authentisches Feeling und kann den Motor jetzt hier auf seinen Stand packen. Aber erst möchte ich euch zeigen, Kamera, bitte schalt scharf, weil es wirklich ein schicker Motor ist. Hier bedruckt, da dies Metallic, die Schläuche und hier auch die ganzen Zuläufe. Ich habe mich extra eingelesen, was bei einem Maybach-Motor ist, aber jetzt, wo ich euch ihn präsentiere, habe ich es vergessen. Heben wir uns mal für ein anderes Video auf, weil ich wette, bei Kubi wird es noch den ein oder anderen Maybach-Motor geben. Und dann packen wir es hier so drauf, aber ich sehe gerade, ich habe im Panzer meinen Stein noch gelassen, meine 2 Steine hier, die brauchen wir. Zack, damit wir natürlich den Motor aufnoppen können. Das machen wir jetzt noch schnell. Gut, ich habe die Jumperplate mitgenommen, egal. So, da haben wir jetzt den Motor nochmal. Und ich lasse ihn wahrscheinlich auch draußen, weil ich ihn wirklich gut finde. Also wirklich gefällt mir. So, aber bei meiner schönen Tiger-Auseinandernehmen-Stunde hier mit euch ist natürlich das Highlight noch einmal der Turm. Und den möchte ich euch zeigen, denn wir haben hier eine neue Bauweise mit diesen, ja, 2/3 Plates, möchte ich mal behaupten. Dadurch wirkt das hier vorne etwas geschlossener, weniger Gaps. Ihr seht es schon hier, wenn ich mal zeige, da weniger Kante als zum Beispiel, jetzt muss ich mal hier da den Tiger scharf stellen da hinten, als hier. Da seht ihr, wir haben hier eine viel größere Kante als jetzt hier. Das wirkt irgendwie viel geschlossener. Das gefällt mir. Und trotzdem können wir unsere 8.8 hier KWK trotzdem gut bewegen, gefällt mir. Die Nebeltöpfe, klar, kennen wir, haben wir hier auch etwas feiner gelöst als beim Tiger dahinter und uns im Hintergrund. Aber Highlight natürlich hier der Drehkranz, der genauso aussieht. Wir haben hier quasi Sitze angeordnet, wir haben hier diese Blende, die es auch beim Tiger wirklich so gab, und wir haben hier quasi die, ja, den Antrieb, den Riemenantrieb, den Kranzantrieb vielmehr für unseren Turm. Das gefällt mir richtig gut. Und ja, natürlich haben wir dann noch 2 Klappen hier oben, wo wir auch Figuren reinpacken können. Überall haben wir hier Noppen. Also da hat Kubi wirklich dazu gelernt. Na, nicht dazu gelernt, aber sie machen es einfach. Das ist halt das Schöne am Maßstab 1:28. Da kann man solche Details dann besser unterbringen.
Ja, jetzt habe ich meinen Tiger hier schön für euch auseinandergenommen. Ich baue ihn jetzt aber auch für euch wieder zusammen und dann machen wir nochmal eine kleine Fotoshow. Dann gibt es nochmal ein paar Details. Ich werde auch in der Fotoshow trotzdem beide nochmal gegenüberstellen. Sie wird also etwas länger, genau wie generell dieses Video. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, mein Fazit ist eigentlich, dieses Fahrzeug hat es verdient. Mir ist der Preis es auch wert. Mir hat es Spaß gemacht zu bauen. Es sind 1300 Steinchen, die gar nicht so daherkommen wie 1300 Steinchen. Man baut sie wirklich locker und ich auf jeden Fall enthusiastisch weg. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Es ist bis dahin mein bester Tiger aus dem Hause Kobi. Ja, genug gefaselt, Freunde. Jetzt entlasse ich euch in die Detailbilder. Da guckt ihr selber mal nach, ob es was für euch ist. Und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Wie versprochen bekommt ihr jetzt Detailbilder in allen Varianten unseres Tiger 1H1 beziehungsweise in der Schnorchelversion, in der Version mit den Tigerkasten, Version ohne Tigerkasten und sogar eine Gegenüberstellung mit der alten Tiger 1 Limited Edition aus dem Hause Kobi, gleich hier sogar am Anfang. Und während ihr euch bitte eure eigene Meinung bildet beim Anschauen der Bilder, habe ich noch ein paar historische Fakten zum Kommandanten dieses Fahrzeugs, zu unserem Tiger 1 mit der 123. Das sollte nämlich in Anführungszeichen Hans-Jürgen Burmester sein, der dieses Fahrzeug als Hauptmann im Spätsommer 1943 befehligt haben müsste. Und somit passt auch dann meine Vermutung, wenn das alles so stimmt, dass diese Lackierung mit diesem Wintertarn hier gar nicht passt und dass das Fahrzeug auch nicht zu diesem Wegweiser passt, denn dieser Wegweiser zeigt ja, dass Leningrad nicht so weit weg ist. Leningrad liegt ja bekanntlich an der Grenze zu Finnland, also damals auf jeden Fall. Und der Herr Burmester hat dieses Fahrzeug wohl in der Ukraine 1943 befehligt. Der Herr war ein hochdekorierter Panzerfahrer, zum Ende des Krieges sogar Kommandeur der schweren Panzerjägerabteilung 509 im Rahmen oder unterstellt der 17. Armee, der zum Schluss dort sogar das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes hatte. Also wirklich sehr, sehr viele Auszeichnungen vom EK1, EK2 und so weiter und so fort. Ja, Freunde, das waren nochmal ein paar Fakten zu diesem Fahrzeug. Ich empfehle euch wirklich hier bitte nochmal unten in die Videobeschreibung zu gucken, da ihr da sowieso alle Fakten rund um dieses Kobi-Set noch einmal nachlesen könnt. Ich verlinke euch den Kanal vom lieben Sascha, den lieben Barkhafts, ein sehr guter Historienkanal. Da findet ihr Kriegstagebücher und alle Infos rund um den Tiger und andere Fahrzeuge, sowie den Flickr-Account Panzertruppen, wo man ein Originalfoto hier oder sogar mehrere von unseren Panzer mit der 123 sehen könnt. Also eine ganze Menge historisch und viel zu den Klemmbausteinen, Freunde. Jetzt bitte ich euch aber, dass wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen schauen. Ja, Freunde, da ist das Video leider schon zu Ende, wobei leider hier ja wirklich nicht passt, denn wir haben mal wieder die halbe Stundenmarke gerissen. Aber ich glaube, es kommt bei euch auch ganz gut an. Das ist jetzt hier nicht beabsichtigt, aber wenn ich mir meine erfolgreichsten Videos auf diesem Kanal angucke, dann kratzen die alle so an dieser halben Stunde. Bei so einem Fahrzeug mit 1330 Steinchen, einer Limited Edition aus dem Hause Kobi und mit so viel Fakten zu erzählen, diesmal was anderes als nur über den Tiger zu reden, da komme ich gar nicht drum herum. Trotzdem, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, das hier ist keine Einbahnstraße, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und ein Punkt noch, den ich ergänzen möchte, ist natürlich, dass wir, vielleicht könnt ihr euch erinnern, beim Unboxing, also vor 20 Minuten möchte ich mal behaupten, 2 Tubes noch in einer extra Tüte hatten. Diese Tubes hier hat Kobi mit beigelegt, weil sie auf der einen Seite zu groß sind im Vergleich zu anderen. Also hier hat Kobi quasi Qualitätsmanagement par excellence gemacht, hat die falschen Steine drinne gelassen, können wir für was anderes benutzen und die richtigen noch beigelegt. So ist das richtig. Also hier wirklich alles spitze bei diesem Set, sogar die Qualitätssicherung. Naja, der Preis ja sowieso auch. Ist wirklich ein Quantensprung hier von der alten Tiger Limited zur neuen aktuellen Tiger Limited Edition. Mir gefällt das Set richtig gut. Mir ist der Preis auch wert. Aber jetzt muss Kobi so langsam mal wirklich hier aufpassen, dass es nicht noch weiter nach oben geht für so ein Fahrzeug, was mal die Hälfte gekostet hat. Ich meine, bei der normalen Version des Tigers hier lagen wir, meine ich, bei 40, 50 Euro. Schreibt mir eure Meinung zur schnorcheligen
Panzer 3, 4 Kisten, Tiger 1 Variante mit den schönen Drucken auf den Felgen. Mir gerne unten in die Kommentare. Teilt vor allen Dingen dieses Video, zeigt den Leuten da draußen, was es für coole Sets von Kubey gibt und dass es hier einen lieben netten Onkel gibt, den lieben Blockstar, der ganz gerne Reviews macht und auch noch historische Hintergrundinfos liefert. Und da auch noch ein kleiner Disclaimer. Freunde, ich bin kein Historiker. Ich habe leider in der Schule nicht so aufgepasst. Ich habe falsch abgebogen. Ich hätte gerne mein Abi gemacht und Latein studiert und dann wäre ich sicherlich Historiker geworden. Wenn der ein oder andere Fakt hier nicht hundertprozentig stimmt, ihr eine Ergänzung habt, schreibt mir das gerne auch unten in die Kommentare. Ja, Freunde, das war's. Ich bin glücklich, dieses Set euch zeigen zu dürfen. Es geht jetzt wieder in meine Sammlung und dann sparen wir mal auf den nächsten Tiger, der da kommt. In diesem Sinne, Freunde, eine gute Fahrt, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.